Wie steht es um die Finanzkompetenz der Schweizer Bevölkerung? Wir wollten es genauer wissen und haben zusammen mit Michael Kentia von der ZHW School of Management and Law eine repräsentative Studie zur Finanzkompetenz von Herr und Frau Schweizer in Auftrag gegeben. Michael Kentia ist Studiengangleiter für International Management und forscht selber auch zur Finanzkompetenz. Es freut mich sehr, mit ihm heute über die Studienergebnisse zu sprechen. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Gründer und CEO von TrueWealth. Michael, willkommen im Coffee Talk. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Felix. Es freut mich sehr. Vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, was die Rahmenbedingungen der Studie waren. Wir haben zusammen das Marktforschungsinstitut GfK beauftragt, in der Schweiz eine repräsentative Studie durchzuführen mit über 2000 Personen in der Schweiz, die befragt worden sind. Vorweg, eines der Ergebnisse war, dass die Schweiz gar nicht so schlecht dasteht, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern. War das für dich erstaunlich? Nein, im Gegenteil. Es gibt ja zahlreiche Studien zur Financial Literacy, also zur Finanz- und Anlagekompetenz in den letzten Jahren. Das Thema hat deutlich an Bedeutung gewonnen. Anna-Maria Lusardi ist hier die Ansprechpartnerin, ich würde sagen auch weltweit. Sie ist auch Herausgeberin der Fachzeitschrift Financial Literacy and Wellbeing. Und dort zeigt sich schon über Jahre hinweg, dass die Schweiz da recht gut im internationalen Vergleich abschneidet. Man kann auch sagen, eigentlich das Spitzenland ist, aber auch Deutschland, also dicht gefolgt von Deutschland, schneidet auch sehr gut ab. Das ist ein Ausdruck oder vielleicht auch eine Bestätigung der guten Bildungssysteme beider Länder. Zu diesem Befund kamen wir auch mal mit einer weltweiten Studie, als wir so ein Hintergrundpaper für die Weltbank erstellt haben. Also Österreich könnte man noch hinzuzählen. Diese Länder gelten tatsächlich als die Länder mit dem besten Bildungssystem der Welt. Und das sollte eigentlich für die Schweiz auch nicht erstaunen. Wir verdienen ja auch viel Geld mit Finanzdienstleistungen in der Schweiz. Das ist richtig. Die Finanzen, das Bankwesen ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, allen voran natürlich die pharmazeutische und chemische Industrie. Aber ich denke, die Schweiz hat hier einen Weltruf in dem Bereich sich aufgebaut und das wird auch so ein Stück weit belegt durch die Ergebnisse. Im internationalen Vergleich schneidet die Schweiz sehr, sehr gut ab. Also im Durchschnitt konnten, glaube ich, 52% der befragten Personen konnten die Fragen zur Finanzkompetenz richtig beantworten. Genau, also wir haben insgesamt 10 Fragen gestellt. Vielleicht waren das auch ein bisschen zu schwere Fragen, wer weiß es. Jedenfalls lag tatsächlich die richtigen Antworten lagen bei 52%. Das Ergebnis ist einerseits ehrlich, andererseits natürlich auch ernüchternd. Ja. Da gibt es natürlich viel, viel Spielraum. Ja. Was hat dich erstaunt an den Resultaten? Also es gab einige Ergebnisse, gerade mit Blick auf diese Big Three-Fragen zum Thema Zins, Inflation und Diversifikation. Da liegen wir so im internationalen Mittelfeld. Da gibt es jetzt keine großen Ausreißer. Wohingegen wir bei Fragen zur Cash-Position oder auch zum Verständnis der Anleihen oder des Anleihenmarktes dann doch Ergebnisse bekommen haben, die sind dann relativ, unterdurchschnittlich, darf man schon sagen. Also hier wurde einmal die Bedeutung der Cash-Bestände nicht richtig eingeschätzt. Vielleicht haben wir auch die falschen Fragen gestellt. Das kann sein, aber im Zuge einer hohen Volatilität oder eines Crashs oder einer großen Korrektur ist es wichtig, immer wieder so ein kleines Finanzpolster zu haben. Ja, das ist so ein Emergency Fund, den braucht man. Dann kann man natürlich günstig einsteigen, aber den braucht man auch im Leben für andere Sachen. Für, ich weiß nicht, ein Auto, das plötzlich schlapp macht oder Gesundheitskosten, die plötzlich auftauchen. Also ein Finanzpolster, vielleicht von 1-2 Monatsgehältern auf dem Konto zu halten, ist wirklich wichtig. Ja, sonst muss man die Kreditkarte überziehen, da muss man horrende Gebühren bezahlen oder muss Aktien verkaufen. Das sollte man alles nicht tun in Zeiten einer Krise. Deswegen empfiehlt es sich wirklich, immer Cash auf der Hand zu halten. Letzter Punkt, Cash korreliert so gut wie gar nicht eben mit dem Aktienmarkt. Cash bleibt stabil, also ein Barguthaben ist also deshalb sehr wichtig. Und der
Zweite Punkt war natürlich das Verständnis zum Anleihemarkt. Ich kann verstehen, dass das manchmal für den einen oder anderen unsexy Business ist. Ja, so eine Aktie, die steigt und fällt und alle reden darüber, aber kein Mensch redet über den Anleihenmarkt. Der ist aber dennoch wichtig, nicht jetzt, ja, wenn man 30 ist, wenn ich vielleicht der eine oder andere Zuhörer jetzt 30, 40 ist, da spielt das noch nicht so die Rolle, aber dann ab der Verrentung und später sind diese Anleihen dann relativ oft bei geringen Zinsen und geringer Inflation, so eine andere Studie von einer Schweizer Asset Management Firma, also unter 3% Inflation, sind die dann negativ korreliert und genau das braucht man dann, wenn die Aktien, sage ich mal, einknicken oder korrigiert werden. Und da lohnt es sich dann im höheren Alter, sprich nach der Verrentung mit 70, 75, da lohnt es sich dann doch, einen höheren Anteil an Anleihen zu haben, weil sie das Portfolio einfach stabilisieren. Ja, vielleicht müssen wir noch sagen, also von den 10 Fragen, 3 Fragen sind eigentlich Standardfragen, die auch in anderen internationalen Studien so immer wieder gestellt werden. Du hast sie vorher erwähnt, Fragen zum Effekt von Zins. Was macht eigentlich der Zins? Was macht Inflation und was bedeutet Diversifikation? Oder wann ist ein Portfolio diversifiziert und wann nicht? Und das sind so ganz grundlegende Fragen. Aber du hast es angesprochen, wir haben auch ein bisschen anspruchsvollere Fragen zusätzlich noch gestellt. Und die eine Frage, auf die du angedeutet hast, zu den Obligationen, muss ich vielleicht selber auch ganz ehrlich sein, wenn ich zurückdenke, als ich jetzt mein Physikstudium abgeschlossen hatte an der ETH und du hättest mich gefragt, ja, wie reagiert jetzt der Preis einer Obligation? Geht er hoch oder runter, wenn die Zinsen hochgehen? Ich glaube, ich hätte es nicht gewusst. Ich glaube, das ist eine Frage, die kennen halt die Finanzleute, kennen Asset Manager, kennen Banker, aber das muss nicht jeder wissen. Genau, ist schon sehr speziell. Also deswegen, wir waren etwas streng bei der Studie, würde ich sagen, bei den 10 Fragen. Ja. Wir haben aber schon auch interessante Muster gesehen. Etwas, das auffällt, ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja. Du hast es ein bisschen überspitzt formuliert mit der Aussage, Finanzkompetenz ist männlich und alt. Ist schon ein bisschen überspitzt. Sieht man das auch sonst? Hat man das auch in anderen Studien gesehen, dass es da einen Gender Gap gibt? Genau, also der Gender Gap, der Unterschied bei den Geschlechtern ist sehr gut untersucht und den gibt es. Wir hatten, glaube ich, 15% Abweichung zwischen den richtigen Antworten bei den Geschlechtern und die Gründe hierfür sind vielfältig. Also das ist jetzt nicht ein Grund, weshalb, sage ich mal, die Finanzkompetenz der Frauen da deutlich unter der Kompetenz der Männer lag. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass Frauen im Wesentlichen, und da gibt es auch unzählige Belege hierfür, weniger riskantes Verhalten an den Tag legen als Männer. Ja, also die Risikoaversion ist deutlich stärker ausgeprägt. Sie ist größer. Das sehen wir nicht nur bei Anzählen der Unfälle, das sehen wir auch bei Substanzenmissbrauch, Alkoholmissbrauch. Das sieht man bei den Insassen der Gefängnisse. Also Männer neigen zu riskanteren Verhalten. Und hier ist das so, dass Frauen eben sagen, und da spielen wir schon zu dem nächsten Punkt, Confidence, das hatten wir auch schon mal, wenn sie sich da nicht gut auskennen und ihnen fehlt dann Wissen, dann geben sie das auch offen zu und deswegen gehen sie dann auch nicht auf den Kapitalmarkt. Bei uns Männern ist das anders. Du kennst das mit der Overconfidence Bias, die ist bei uns Männern stärker ausgeprägt. Wir kennen uns da jetzt nicht so richtig aus, aber machen es trotzdem. Ja? Also das ist das eine. Selbstvertrauen, dann die ausgeprägteres Selbstvertrauen bei den Männern, dann die größere Risikoabneigung bei den Frauen und natürlich spielen auch die Lebensumstände eine Rolle. Stichwort Familienplanung. Oft steckt die Frau zurück. Ja, sie arbeitet dann noch Teilzeit, der Mann arbeitet weiter 100%. Und häufig ist es auch so, dass Frauen dann ganz aussteigen aus dem Erwerbsleben. Und hierdurch rückt ein anderes Thema, natürlich das Kind in den Vordergrund und die Finanzkompetenz oder die Finanzen eher in den Hintergrund. Ein vierter Grund, den ich auch noch mal nennen würde, wäre, vielleicht kennst du aus dem Studium noch das Zitat von Peter Drucker, Culture eats strategy for breakfast. Das heißt, also die Kultur sollte man auch immer berücksichtigen und es ist einfach so, dass Finanzen in den letzten Jahren, Jahrzehnten doch von den Männern
dominiertes Thema waren. Und ich bin mir sicher, wenn es darum geht, jetzt eine Position zu füllen beim Asset Manager, wo nach einem Statistiker oder Mathematiker für Zeitreihenanalyse gefragt wird, dann bewerben sich da mehr Männer als Frauen. Ja. Und es gibt auch heute noch ältere Ehepaare, man glaubt es kaum, aber so ist es, die dann 30 Jahre zusammengelebt haben und der Mann hat die Finanzen immer geregelt. Es gibt sogar Ehepaare, da hat die Frau noch nicht mal ein Konto. Ja, also das gibt es. Also früher durfte sie gar nicht. Ja, okay, ja, schon. Ja. Ich glaube, bis vor den 70er Jahren war das verboten. Wir sehen das auch bei uns, bei unseren Kunden, dass man dieses Muster immer wieder sieht. Ist natürlich auch schade, man vergibt sich ein bisschen etwas damit. Ja, also enorm, Felix, enorm. Also das ist immer so, mit 30 oder ich sag mal so, mit 10 Jahren laufen wir dem Ball oder irgendeinem Ball hinterher, mit 20 dem anderen Geschlecht und mit 25 stecken wir mitten in der Ausbildung, im Studium, haben ganz andere Probleme, aber dann irgendwann beginnt das Erwerbsleben, sag ich mal zu 100% bei vielen. Und dann steigt aber auch die Finanzkompetenz. Das ist offenkundig, das sieht man. Also die Finanzkompetenz ist wie so ein umgedrehtes U, nimmt im Laufe des Lebens immer stärker zu. Und auch da gibt es Gründe, das haben wir ja auch bestätigt. Wir sehen es in den Resultaten, ja. In den Resultaten, dass die Finanzkompetenz zulegt. Und das ist ja auch ein sehr schöner Befund. Und das hat nämlich auch damit zu tun, dass einmal das Bewusstsein zunimmt. So nach dem Motto, oh, ich werde ja auch alt, ja, wie sorge ich vor? Das Bewusstsein steigt, aber auch die Bildung entfaltet da ihren Effekt. Ja? Also Bildung, das ist ja das Schöne an meinem Job, generiert positive Spillover-Effekts, positive Externalitäten in ganz anderen Bereichen wie Gesundheit oder auch Wohlstand. Also die Bildung schwappt da im positiven Sinne über und wir erkennen, dass das Bewusstsein dann insgesamt zunimmt. Auch Stichwort dritte Säule, denkt man sich ja, wie sichere ich mich ab, ja, im Alter. Das ist auch sehr, sehr förderlich, dass natürlich der Betrag, den ich einschieße in der dritten Säule, dass der mir von der steuerlichen Bemessungsgrundlage abgezogen wird und meine Steuerausgaben mindert. Das ist natürlich ein Riesengeschenk und ein Riesenanreiz und regt auch wieder dazu an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ein anderes Thema ist natürlich auch der technologische Wandel. Es wird ja immer leichter, mit dem Smartphone Geld anzulegen und zu verwalten. Das gab es ja so früher nicht. Und ETFs gab es ja auch früher nicht, erinnere ich mich. Ja. Das sieht man übrigens in den Studienergebnissen. Also uns hat auch gewundert, ja, eine der Fragen ging um ETF. Ja, und dann haben wir angeschaut, haben jetzt ältere Leute oder jüngere Leute diese Frage besser beantwortet, weil sonst, wie du vorher gesagt hast, sieht man, ältere Leute haben ein bisschen höhere Finanzkompetenz als jüngere Leute. Aber da war es anders. Bei den ETFs, das kennen ältere Leute jetzt weniger als ein bisschen jüngere Leute. Ja, also die Credits gehen jetzt natürlich an John Bogle, Gründer und eigentlich Pionier der ETFs, kann man sagen, von Vanguard. Und der hat dann, glaube ich, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber in den 90er Jahren ging das dann so los mit den großen angelegten Indexfonds. Ja. Da habe ich gerade Abitur gemacht. Also das Verständnis war noch nicht ausgeprägt und man wusste noch wenig über die Vorzüge eines breit angelegten Indexfonds und darüber, dass auch professionelle Anleger die besser nutzen sollen. Ja. Also auch den Markt fast nicht schlagen. Ja. Und das hat natürlich auch eine Weile gebraucht, bis das auch in der breiten Öffentlichkeit ankam, bis es Journalisten aufgenommen haben. Jetzt wird häufig über ETF gesprochen oder geschrieben, aber das war vor 20 Jahren noch nicht so. Genau, also ein erstaunlicher Wandel und das deckt sich auch wieder mit einem weltweiten Befund. Das weltweite Bildungsniveau nimmt zu. Das sind ja auch schon mal gute Neuigkeiten. Und damit auch, das war immer der Credit Suisse Wealth Report, der hat auch belegt, dass natürlich auch der Wohlstand der Welt zulegt. Also deswegen ist das Thema, gerade ETFs, immer wichtiger. Und ich glaube, im Alter ist man dann auch offener, diesen Schritt zu wagen. Man hat vielleicht auch ein anderes Einkommen. Es bleibt vielleicht mehr kleben als Student. Da war das Einkommen gleich Konsum. Ja, und jetzt kann man auch im späteren Alter, im Verlauf des Lebens mehr zurücklegen. Aber, ich glaube, das hattest du mir gesagt,
vererbt wird sehr spät im Leben und deswegen ist das natürlich dieses Phänomen, dass auch Geld, sage ich mal, ein bisschen alt und männlich ist von den Charaktereigenschaften, wenn ich das so vielleicht. darf. Ist natürlich auch so dann, ich meine, du interessierst dich dann mehr für das Thema, wenn du auch einen Anlass dazu hast. Ja. Genau. Vielleicht nochmal zum Gender Gap. Du hast das Selbstvertrauen angesprochen. Das haben wir in unserer Studie auch gesehen, wenn man dann anschaut, wer hat ich weiß nicht angewählt. Ja, dann, Frauen haben das öfter gemacht, Frauen haben öfters ich weiß nicht angegeben, statt dass sie halt ein bisschen jetzt da sich aus dem Fenster geneigt haben. Das sieht man auch in den Studienergebnissen so. Das erklärt auch einen Teil dieses Gender Gaps bei Finanzkompetenz. Genau, also wenn ich etwas nicht verstehe und keine Ahnung davon habe, dann lasse ich davon die Finger und du kennst das, früher waren wurden eher als heiße Eisen, Aktien als heiße Eisen angesehen, als etwas Anrüchiges. Du gehst doch ins Spielcasino, aber auch da gibt es eben sehr schöne Zahlen. Der Center for Research in Security Prices, CRSP, das ist eine Tochtergesellschaft der University of Chicago, der hat sehr, sehr gute Daten seit Ende 1925, also eigentlich sagen wir ab 1926 sind die gesichert und darauf beziehen sich sehr, sehr viele Studien auch, die dann immer Berechnungen anstellen mit dem S&P 500, so auch von Ken Fisher. Das ist neben Warren Buffett auch ein Finanzgroßmeister, würde ich sagen. Und er hat auch gezeigt, dass in den Jahren seit 1926 bis 2023 die Aktien zu 73%, also in den Jahren zu 73% steigen. Ja. Das ist eine interessante Erkenntnis. Ich glaube, das wissen nicht viele, Felix. Ja. Und dann denkt man immer so, also die Aktien oder der Aktienmarkt, das schwankt so zwischen 0 und minus 10% oder 0 und plus 10%. Nee. Als ich Kind war in meiner Familie, da waren Aktieninvestments, und ich komme aus einer Unternehmerfamilie, aber da waren Aktieninvestments, hatten wirklich noch etwas Anrüchiges, ja, so etwas Casino-mäßiges, wie kann man nur, ja. Das ist eigentlich etwas, das man nicht tun sollte. Und es ist natürlich schade, wenn das heute immer noch in vielen Köpfen so ist, weil man vergibt sich etwas, ja. Genau, das sind diese bekannten Grenzen in unserem Kopf, die da bestehen. Man verzichtet auf auf Lebensqualität im Alter. Also eben mit 30 ist es noch nicht so wichtig, aber später, wenn man dann in die Rente geht, will man eine hohe Lebensqualität, einen hohen Lebensstandard sichern. Und das kann man mit diesen Instrumenten. Und da gab es neulich eine Konversation gehabt mit einem Kollegen, der hat den Unterschied gesehen. Seine Eltern haben immer 30 Jahre lang fleißig auf das Sparbuch eingezahlt. Das ist von der Summe am Ende nach 30 Jahren zu einem globalen ETF eine ganz andere, hat einen ganz anderen Betrag. Also der ETF übersteigt dieses Sparkonto bei weitem. Ja, und man verzichtet einfach auf Chancen, man verzichtet auf Lebensqualität im Alter, wenn man das nicht tut. Aber vielleicht darf ich noch mal ganz kurz zurück zu diesen Schwankungen, vor denen, glaube ich, so viele Angst haben. Ja. Felix, die Volatilität macht Angst. Wir Menschen verbinden Volatilität mit etwas Negativem. Dabei ermöglicht sie Wachstum. Ja, man muss ja nicht jeden Tag die Kurse anschauen. Das machen aber Menschen. Die schauen jeden Tag die Aktienkurse an. Und wenn man aber weiß, ein Unternehmen, das jetzt, sagen wir mal, für 8 Jahre jedes Jahr 10% wächst. Es gibt Unternehmen, die wachsen stärker, es gibt Unternehmen, die wachsen weniger stark. Ja, dann hat sich der Wert des Unternehmens aber nach 8 Jahren verdoppelt. Ja, und wir sehen das eben auch in diesem Beitrag von Ken Fisher in der New York Post vom März 2024. Da sehen wir, dass diese kleinen Schwankungen von minus 10 bis plus 10% ja eher selten sind. Und diese großen Schwankungen über 10%, über 20%. Über jetzt längere Zeiträume betrachtet. Seit 1926 bis 2023 sind die Mehrheit. Ja. Und diese 73% sind sehr überzeugend. Und wüssten wir würden 73% immer gewinnen im Spielcasino, das wäre nicht so gut für die Spielcasinen. Ja. Jetzt, du und ich, wir interessieren uns sehr für Finanzen, für Anlagen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht erwarten, dass sich alle Menschen für Finanzen interessieren. Ich glaube, es ist auch gut so, dass nicht alle Banker werden wollen oder Finanzprofis werden wollen. Aber trotzdem, es braucht ein
ein gewisses Grundwissen, sonst vergibt man sich was. Ja. Was wäre dein Rat an Leute, die andere Interessen haben? Was wäre dein Rat an solche Leute? Ja, ich hatte einmal an einer Studie mitgewirkt für den Deutschen Bundestag. Da ging es zum Thema neue Anforderungen durch den Wandel der Arbeitswelt. Das war die Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität. Und das Ergebnis war in einem Satz, ja, Selbstverantwortung lernen. Ja. Und auch hier möchte ich die Schweiz ausdrücklich loben. Schneidet die Schweiz sehr, sehr gut ab, im Gegensatz zu anderen Ländern. Also es geht wirklich um Eigenverantwortung und es gibt ja Bildungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Artikel noch und nöcher im Internet, die man dazu lesen kann, wie man eigentlich investieren soll. Und im Kern ist es ein guter Ratschlag, eben sich mit diesen ETFs oder sich mal anzuschauen, möglichst breit aufzustellen, über viele Industrien hinweg, über sehr, sehr viele Länder, am besten einen globalen Index und dann eine ganz knallharte Buy-and-Hold-Strategie zu fahren. Das heißt, man kauft und hält das Produkt am besten für immer. Ja. Und hier spielt wieder die Kurzsichtigkeit eine große Rolle. Hier spielen aber auch die Medien eine große Rolle, die Ängste natürlich verstärken und damit spielen, und dass Menschen dann zu dem Entschluss kommen, zu den unmöglichsten Zeitpunkten zu verkaufen. Ja. Genau. Da muss man ein bisschen lernen, seine eigenen Emotionen rauszunehmen. Ja, also Ken Fisher sagt immer, man soll doch die Politik und auch die Medien, man soll wissen, was gerade so läuft, aber dann auch wegschauen. Mhm. Ja, und im ersten Semester des Journalismus lernen die Studierenden immer das Beispiel, nicht Hund beißt Mann, sondern Mann beißt Hund. Solche Meldungen, ja, so Schreckensmeldungen oder die anders sind als alle anderen, die fallen auf Wohlgefallen. Also ein pünktlicher Zug, so hat das mal ein Journalist mir gegenüber erwähnt vom Handelsblatt, ist halt keine Story. Und so Schreckensszenarien wie Lehman Brothers, was hat sich dann auch bewirklicht, aber das jagt uns die Pleite damals, das jagt uns große Angst ein. Was du ansprichst, ist halt, dass in den Medien, dass es da, wenn nicht immer, gibt es Phasen, wo einfach die negativen Schlagzeilen überhand nehmen. Aber das hat vielleicht mehr mit den Medien selber zu tun. Genau, es gibt immer so Stimmungen am Markt. Sir John Templeton, einer der Marktgurus, würde ich fast schon sagen, der den Markt über viele Jahre lang nachweislich geschlagen hat. Der hat immer den Markt in so 4 Marktphasen eingeteilt. Einmal die Depression, das ist dann der Zeitpunkt, wenn die Journalisten schreiben, Tod der Aktie oder Eiszeit für Aktie. Das ist übrigens aber ein sehr, sehr guter Zeit, Einzelaktien zu kaufen. Ja. Nur, das merkst du wahrscheinlich auch bei euch bei den Mittelzuflüssen, da kommt nicht viel. Die Menschen sind depressiv, sind deprimiert, sie haben Geld verloren. Ich glaube, wir sehen immer wieder das Signal, tatsächlich, wenn die Märkte runtergehen, dann gibt es eine Schicht von Leuten, die einsteigen oder die nochmal einzahlen. Das sehen wir schon, ja. Okay, das ist natürlich sehr mutiges Verhalten. Also das ist die Position, ist natürlich sehr wichtig in so einer Marktumgebung. Und weil die Überbewertungen raus sind, ja, weil die Unternehmen auf einmal fair oder unterbewertet werden. Und das zweite Marktphase ist dann so diese Skepsis. Ja, die gab es jetzt auch noch lange Zeit. Marktskepsis, nee, soll ich wieder rein? Lieber das Pulver trocken halten, schreiben dann die Journalisten. Das dritte ist dann der Optimismus. Ja, dann sehen wir wahrscheinlich auf den Blättern Ja zum ETF. Und das Ende des Marktzyklus ist dann die Euphorie. Das weiß ich noch, damals 2000 war das dann mit der Telekom-Aktie T-Online, glaube ich, die Volksaktie. Also die Bild-Zeitung hat getitelt die Volksaktie. Und kurz danach kam dann der Crash. Ja. Ja. Du, also wenn wir schon über Journalismus sprechen, was mir ein bisschen auffällt, ist, Journalisten, die machen sich natürlich ein bisschen einfach, wenn es um Börsengeschäfte geht. Die schauen immer in den Rückspiegel, ja, und die beschreiben dann, was war, und sie beschreiben es dann immer so, wie wenn alles klar ist, ja. Aber es ist natürlich ein anderes, jetzt zu sagen, was kommt denn morgen? Kommen jetzt noch mehr Verluste oder ist jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen? Genau, also die Zukunft kann keiner, glaube ich, vorhersehen, und eine bewährte Methode ist es eben,
die Politik und auch die Medien anzuerkennen. Das sind auch wichtige Botschafter manchmal, aber man lässt sie so ein bisschen liegen. Es gibt diese Methode Dollar Cost Averaging, Durchschnittskostenmethode. Ich empfehle einfach, einen Dauerauftrag einzurichten und das so früh wie möglich, dass das Geld arbeiten kann. Also ich vergleiche das immer wie beim Fußball früher mit diesen Leibchen. Sobald bei mir Geld aufs Konto kommt, bekommt das so ein Leibchen übergezogen und dann darf es für mich arbeiten aufs Feld. Ja. Die Zeit spielt für dich. Genau, das ist eigentlich der unterschätzte Faktor. Es gibt immer wieder die Bemühungen, das ist unsere Kurzsichtigkeit, aber auch unsere Ungeduld, schnell reich zu werden. Ich glaube, das ist der Traum vieler Menschen. Ja. Und die ETFs arbeiten, aber sie brauchen eben Zeit. Und das ist der entscheidende Faktor. Es gibt eine ganz interessante Studie von Nejat Seyhan der Universität Michigan. Der hat gezeigt, dass 95% aller Kapitalmarktgewinne, nach denen wir uns ja so sehnen, an 90 von insgesamt 7.500 Handelstagen zustande kommen. Also er hat einen Zeitraum von 30 Jahren betrachtet. Und wenn wir jetzt ungeduldig sind und kaufen und verkaufen, dann verpassen wir aber diese so wichtigen Sprints, die den Markt nach oben treiben, und den kann keiner. Diese Kristallkugel gibt es nicht, mit der man solche Sprints, solche starken Kursanstiege vorwegnehmen kann. Vielleicht auch als Message für Leute, die sich eben nicht so für Finanzen interessieren, muss man vielleicht auch sagen, hey, am Schluss ist es gar nicht so schwer. Es gibt Dinge, die sind extrem schwer, aber die musst du gar nicht tun. Versuch gar nicht, den Markt zu timen, versuch gar nicht, die beste Aktie zu finden. Aber was du wissen musst, es gibt eine Risikoprämie. Also wenn du investiert bist, bekommst du was. Und wenn du eben nicht investiert bist, dann tut dir das langfristig vielleicht weh. Ja. Genau, also ich würde auch die Karte, die ich immer empfehle, auch meinen Studenten empfehle, ist Geduld. Nur ist es halt mit 20 oder Anfang 20 anders als jetzt in unserem Alter. Ja, da gibt es ja auch ein schönes Experiment zur Geduld. Und weil investieren bedeutet ja auch, dass man zuerst etwas gespart hat, dass man weniger ausgegeben hat, als man hätte ausgeben können. Ja. Genau, also eine weltweit anerkannte Studie, ich bin mir sicher, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die sie auch kennen, ist die vom ehemaligen Stanford-Professor Walter Mischel mit Marshmallows. Der hat sich mit Kinder, die waren 4 bis 5 Jahre alt, also die gehen in den Kindergarten. Ja. Und er hat sich mit denen zusammengesetzt und gesagt, Moment, ich habe was im Auto vergessen. Das gibt es auch bei YouTube, das Video ist also wirklich sehr, sehr lustig. Und ich leg dir jetzt hier so ein Marshmallow hin. Und du kannst ihn essen, kein Problem. Dann bekommst du heute diesen Marshmallow. Ja. Aber wenn ich zurückkomme von meinem Auto und der Marshmallow ist immer noch da, dann bekommst du einen zweiten. Und man denkt so jetzt auf den ersten Blick, das ist jetzt keine Leistung, aber ein 4-, 5-jähriges Kind, das 15 Minuten wartet, das ist eine ganz schöne Leistung. Und das Interessante war nicht, ob die jetzt gegessen haben oder dann gewartet haben, sondern das Überraschende waren dann diese langen Zeitreihen. Also ich habe dann 1972 dazu veröffentlicht, ich habe dann im Journal of Personality and Social Psychology 1988, 1990 habe ich dann auch schon die ersten Befunde gelesen, aber er hat die über einen Zeitraum von 40 Jahren hinweg beobachtet und kam dann zu dem interessanten Befund, dass diejenigen, die warten konnten, die also die 2 Marshmallows bekommen haben, ungefähr nur 1/3 aller Teilnehmer, muss man mal so sagen. 2 Drittel ungeduldig, 1 Drittel geduldig, ungefähr, grob über den Daumen gepeilt. Und dass die dann natürlich weniger auch wieder diesen Missbrauch von Substanzen hatten, sie hatten geringere Gewichtszunahme, sie hatten eine viel bessere Stressregulation, sie wiesen höhere soziale Kompetenzen auf, aber auch kognitive Kompetenzen. Ihre kognitiven Kompetenzen waren besser ausgeprägt, also alles, was Erkennen, Bemerken, Verstehen. Ja. Haben aber langfristig dann auch ein besseres Leben einfach. Also sind erfolgreicher und haben ein besseres Leben wahrscheinlich. Genau, also auch die schulischen Leistungen, da schnitten die besser ab. Also deswegen, da gibt es noch ein anderes Paper von Thomas Dohmen, Armin Falk et al., die dann Patience and the Wealth of Nations
ein Discussion Paper rausgebracht haben. Thomas Dohm hat mir später mal das richtige Paper noch geschickt und ich fand den Titel aber so gut. Patience and the Wealth of Nations. Da haben sie auch wieder diese Zeitpräferenzen, von denen wir gerade reden, gemessen. Das kann man ja. Das Marshmallow-Experiment ist ja da ein gutes Beispiel. Und kam auch zu dem Ergebnis, dass die Schweiz da sehr, sehr gut abgeschnitten hat über sehr, sehr viele Länder hinweg. Also die Fähigkeit zu warten, sich in Geduld zu üben, wird ja nicht nur am Arbeitsmarkt belohnt durch eine abgeschlossene Lehre oder ein abgeschlossenes Studium, sondern insbesondere auch am Kapitalmarkt. Und deswegen, es geht wirklich darum, und das kann man mit den ETFs mittlerweile machen, dass man die Zeit für sich arbeiten lässt. Es geht nicht darum, irgendeinen besonderen Zeitpunkt zu identifizieren. Ja, deswegen, du sagst es richtig, es ist viel einfacher, als viele glauben, sondern dass man einfach die Zeit und den Zinseszins für sich arbeiten lässt. Und wenn man Dividenden erhält, die dann umgehend, das ist ja auch mal was Nettes. Ich bekomme nicht nur meinen Lohn, ich bekomme einen anderen Zahlungsstrom, nämlich eine Dividende. Wenn man das reinvestiert, dann türmt sich das ganz schön auf. Und je länger man lebt, und siehe Warren Buffett, der ist jetzt auch schon in einem guten Alter, da sieht man, das ist ein gutes Beispiel, was dann da passieren kann mit dem Vermögen. Wichtig ist, und das sagt dann Ken Fisher auch immer, bleib immer investiert, egal was auch passiert. Michael, vielen Dank für das Gespräch. Und auch großen Dank an das Publikum für das Interesse und dass ihr uns zugehört habt.